Rechtsextremisten und Reichsbürger versuchen, die Bewegung zu durchsetzen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Leider grenzen sich die bürgerlichen Demonstrationsteilnehmer noch immer zu wenig von diesen Leuten ab. Das ist eine Schande, dass wir hier als Nazis beschimpft werden. Ich war jetzt hier in der Flüchtlingskita und habe die Kinder behandelt wie meine eigenen. Wie man über uns berichtet, ist eine Frechheit. Also sowas Absurdes habe ich noch nie erlebt, uns für rechts einzustufen. Nein, nicht, dass wir rechts sind, dass hier Rechtsextreme mitlaufen. Ach so, glaube ich nicht. Also Keine Nazis, keine Rechten, friedliche Menschen sehe ich hier. Das ist schön, ja. Wenn man sich aber auch mal mit der Antifa Frankreich auseinandersetzt, die lachen über die Antifa Deutschland und denken, was ist mit euch los? Ihr habt nichts verstanden und ihr seid auf einmal regierungstreu, völlig ballerballer irgendwie. Ich war früher immer stramm links und habe mich nicht bewegt und finde mich jetzt in der rechten Ecke. Das finde ich schon erstaunlich. Ich sehe hier keine Nazis. Ich sehe hier eine kunterbunte Welt. Menschen, die einfach ihre Meinung sagen und sich nicht von irgendwelchen Medien oder von Politikern manipulieren lassen möchten. Nazis raus. Wir sind ganz normale Leute. Ich bin auch nicht rechtsradikal. Ich persönlich bin auch geimpft. Ich stehe hier wirklich für andere auch mit. Also es gibt sicherlich hier auch rechte Spinner unter uns. Aber macht das 1% sein? Das würde mich auch nicht davon abhalten, wenn 1 oder 2 dabei sind, weil das ist freie Meinungsäußerung. Ich kann das natürlich nicht ausschließen, dass hier irgendjemand mitläuft, der eine Meinung vertritt, die ich nicht teile. Ich finde, in einer Demokratie muss man das in gewissen Grenzen aushalten. ja, gesunden Menschen was anzutun, gefällt mir überhaupt nicht. Ne? Also nicht nötig und die werden sehen, was sie davon haben. Je mehr Impfpflicht, umso weniger Pflegepersonal, umso weniger Feuerwehr, Polizei. Es sind ja einige schon dagegen, sage ich mal. Okay. Das ist so meine Meinung. Wenn dort Menschen Meinungen haben, die nicht mit den Menschenrechten und mit unseren Gesetzen zu vertreten sind, dann finde ich das natürlich nicht gut, wenn die dabei sind. Aber ich kann das natürlich hier nicht feststellen. Ja? Ich kann ja auch nicht jeder Demo fernbleiben, wo irgendjemand mitläuft, der eine Meinung hat, die völlig inakzeptabel ist. Es geht einfach bloß darum, wir möchten selbst darüber bestimmen. Darf nicht zu irgendwas gezwungen werden. Das sollte eigentlich auch akzeptiert werden. Es geht nur um Freiheit und Selbstbestimmung. Das ist das, was man hier, denke ich, von allen hört. Ich finde das gut, dass eine Sammlung stattfindet zwischen so vielen Leuten, die eben nicht alle einer Meinung sind, aber es mit dem Grundrecht auf leibliche Unversehrtheit wichtig nehmen. Ich muss jetzt meine Arbeit kündigen. Okay. Gesundheits- und Krankenpfleger, beide. Also wir kündigen beide. Ich bin schon arbeitslos. Okay. Wegen der Impfpflicht halt. Ne? Wenn man keinen Zugang hat als Ungeimpfter zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Läden etc., ist doch eine Diskriminierung. Letztendlich werden wir alle gezwungen. Indirekt, direkt, egal. In jedem Job, in jedem Beruf, in der Freizeit. Ich darf nicht einkaufen gehen. Das geht nicht. Das ist ein Schritt zu weit in unserer Politik. Ich durfte nicht so in den Kindergarten, um ein Entwicklungsgespräch über meine Tochter zu führen. Ich darf nicht am gleichen Tisch mit meinen Kollegen sitzen. Ja? Ich habe einen gesonderten Raum. 2G bedeutet Ausgrenzung.
2G bedeutet Unterdrückung der eigenen Einstellung zum Körper und der eigenen Gesundheitspflege. Darum gehen wir heute auf die Straße, weil wir das nicht mit uns machen lassen wollen. Wir haben die Nase voll davon, wir wollen uns nicht bevormunden lassen. Es ist halt schade in der Familie. Man kann über vieles nicht mehr reden, man wird vielleicht auch als dümmlich dargestellt und dergleichen, aber das ist alles egal. Ich weiß, dass das richtig ist, was wir tun. Ich habe sehr viele Freunde verloren leider, alleine nur deswegen, weil ich anderer Meinung bin. Ja, man stempelt mich dann als Verschwörungstheoretiker oder als, ja, ich denke mal, jeder hier vor Ort hat das Gleiche erlebt. Ja, wenn Feiern stattfinden, dass dann halt 2G gefeiert wird und eine kann nicht dabei sein. Ja, ein Freund von mir, der richtig radikal geworden ist auf Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Den kenne ich seit 40 Jahren und der ist irgendwie völlig abgedreht. Der beschimpft dich auch richtig. Und der hat mich auch richtig beschimpft, ja. Früher mussten wir diskutieren, wenn wir es nicht gemacht haben, dann waren wir Nazis, die mitgelaufen sind. Von uns wurde verlangt, dass wir offen diskutieren, für unsere Werte kämpfen. Schön in der Mitte bleiben. So, und die Spaltung nicht weiter vorantreiben und vor allen Dingen im Dialog bleiben. Haben wir verschiedene Meinungen, ja, aber wir haben uns trotzdem lieb. Und es stehen auch nicht Geimpfte für Pflicht. Viele Geimpfte stehen auch nicht für Pflicht. Das ist auch für viele nicht in Ordnung. Aber es ist egal, geimpft und ungeimpft. Es geht einfach, dass wir wieder zur Gemeinschaft finden. Ne?